Ich glaube, es ist eben wegen dem ein bisschen. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Hamti wieder mal dabei, wieder mal unser Frontmann, da er ja auch ein tolles Navi hat. Das ist echt cool bei ihm. Garmin, oder hast du? Das ist echt cool, weil ich wusste nicht, dass es so eine Funktion gibt. Ich habe gestern zum Beispiel auf Kalimoto habe ich eine Tour erstellt, die habe ich ihm dann geschickt und er konnte die Tour auslesen und dann auf der Garmin konnte er es wieder einlesen, so hat er es jetzt auf seinem Navi drauf. Echt geil. Markic ist auch dabei mit seiner Ducati und der Blinker ist schon seit einer Weile an. Immer wieder. Also wir hatten jetzt schon irgendwie 3 Stops oder und bei jedem irgendwie einbiegen hat er irgendwie den Blinker drin. Also ich bin nicht der Einzige, der ständig diesen Scheiß vergisst. Weil sonst bin ich der Vogel. Der Göppeli-Fahrer. Nein, den habe ich jetzt nicht geachtet. Nein, ich bin am Marco Zeich am Gehen. Ja, er hat schon gecheckt, aber mal schauen, jetzt hat er den linken Blinker drin. Mal schauen, ob er da ausstellt. Ja, mal, er hat abgestellt. Ja, ich habe letztens so ein geiles YouTube-Video gesehen. Ein Velofahrer, also ein normaler halt, auf einem Veloweg. Und dann fährt er, dann nimmt er sich die Kamera, dreht um und sagt, genau das hasse ich, weil wir werden alle abgestempelt wegen so Idioten. Und was siehst du? Ein Rennvelofahrer auf der Hauptstraße. Ja genau, ein hoher Breite. Und er selber ist halt eben auf dem Veloweg, weißt du? Und er sagt, wieso müssen genau die Fahrer, und er hat halt wirklich so darauf angedeutet, weißt du, die Rennvelofahrer, wieso müssen sie immer auf der Straße? Warum? Und die Straße, weißt du, Veloweg, leer, keine Sau rum. Das ist so geil gefallen, dass sogar die Velofahrer selber sich über die Vögel aufregen, weißt du? Also Freunde, wir sind jetzt gerade auf dem Albis. Oh, Bus. Ja, sind schon gerade ein bisschen viel, ja.
Ja, und eben, wir haben ja noch... Ja gut, aber der Löli-Fahrer fährt gut. Mal, der fährt recht gut, finde ich. Ah ja. Hä, ist das letztes Mal, wo wir da gefahren sind, auch so gewesen? Ich mag mich voll nicht mehr erinnern, nämlich. Hey, Minka, die Hütte da oben ist schon krass. Ah ja? Oh nein, komm jetzt! Aber hure geile Aussicht, ja? Krass! Ja! Aber das sind wahrscheinlich so ferienmäßig, nicht? Meinst du, wohnen die Leute? Ah gut, die sind immer noch am Bauen. Also sind die noch nicht fertig. Wow, es schmeckt voll nach Gras. Der war der härteste, ist halb am Liegen, aber mit einer Hand. Hallo? 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 Ich habe dich jetzt hure lang nicht gehört. Hure komisch. Ah ja? Ich kann nicht. Ja, ich glaube, die Kabel sind eben im Helm langsam am Arsch. Ja, aber weißt du, durch das, dass es ja die ganze Zeit so verdruckt wird und ich glaube, es ist eben wegen dem ein bisschen. Ich meine, ja, was ist denn da unten? Der Campingplatz ist ja pumpenvoll. Ja, es hat sehr viele Camper gehabt. Wow! Ich liebe so Wege, hey. Als Jugendliche, hey, da haben wir immer geträumt. Kollegen von mir, weißt du, die haben zum Beispiel so, ja, ich wollte einen RX-7 und so, und der andere so, ja, ich wollte einen Supra. Und ich immer, ich wollte einen Lowrider. Voll. Hoi zusammen. Viel Spaß. Komm schon, komm schon.
ist schon lustig, dass sie immer noch nicht kreuzen, obwohl wir einen rechten Abstand zueinander haben. Das ist schon komisch. Hey Messi, falls du uns hörst, schau mal, hure angenehm. Hörst du etwas? Ja, mach doch. Jonesy. Ist leer. Das ist schon geil da. Ah, ich habe neue Kopfhörer bestellt. Also für unter dem Helm. Aber die sind ein bisschen speziell. Die tun schon auch Windgeräusche zum Beispiel unterdrücken. Aber die sind eben dafür gemacht für Intercom. Also der tut dann halt wirklich... nein, einfach allgemein. Ja, genau, wenn ich dann eben, weißt du, wenn so Autobahn fährst oder so, wo es dann recht laut wird. Und das tut dann halt wirklich effektiv Windgeräusch zwar auch, weißt du, wie die Alpines da. Aber sie schauen, dass Geräusch von den Lautsprecher nicht wegdämmen tut. Ich meine, bei den anderen ist ja auch die Lautsprechergeräusche um einiges weniger. Und ja, voll. Und bei dem ist dann das wirklich nicht der Fall. Ich wollte es dann mal testen, mal schauen. Weil ich merke schon, weißt du, so lange Fahrten sind die Windgeräusche irgendwann schon ein bisschen mühsam. Oh, hey, aber nicht einmal so klein. Was hat er verbrochen? Hä? Ah ja? Oh. Guten Arkadaşlar. Jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Videos angelangt. Ja, wie ihr jetzt gerade gehört habt, sind wir jetzt gerade falsch. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, da kannst du nicht einmal. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. He?